Lektion 281, Angeln. Hey Anna, fischst du gerne? Ich war noch nie wirklich dort, aber es scheint, als könnte es Spaß machen. Ist es? Es ist wirklich entspannend, einfach auf einem Boot zu sitzen und darauf zu warten, dass der Fisch anbeißt. Ja, aber was machst du, wenn du nichts fängst? Haha, das ist immer ein Risiko. Aber auch wenn sie nichts fangen, ist es trotzdem eine schöne Art, einen Tag draußen zu verbringen. Ich schätze, das stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich zum Angeln geschaffen bin. Ich bin nicht sehr geduldig. John, Geduld ist definitiv eine Tugend, wenn es ums Angeln geht. Aber Sie wissen, was man sagt, ein schlechter Angeltag ist immer noch besser als ein guter Arbeitstag. Haha, das ist ein gutes Argument. Vielleicht probiere ich es irgendwann aus. Das solltest du. Und wenn Sie einen großen fangen, können wir einen Fisch braten und all unsere Freunde einladen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Aber ich glaube nicht, dass ich mich dazu durchringen könnte, den Fisch tatsächlich zu putzen und zu entkernen. Haha, ja, das ist definitiv nicht der angenehmste Teil des Angelns. Aber ich kümmere mich für dich darum. Nun, in diesem Fall zähle ich mit. Lass uns ein paar Fische fangen und eine Party feiern. Lektion 282, der Führerschein läuft bald ab. Hey Anna, wusstest du, dass mein Führerschein bald abläuft? Auf keinen Fall. Wann läuft es ab? In ein paar Wochen. Ich muss es erneuern lassen, bevor es zu spät ist. Ja, du willst nicht angehalten werden und eine abgelaufene Lizenz haben. Definitiv nicht. Aber weißt du, was lustig ist? Mein Nummernbild ist so alt, dass ich nicht einmal mehr so aussehe. Haha, ich weiß, was du meinst. Mein Nummernfoto lässt mich wie ein Krimineller aussehen. Wirklich? Lass mich sehen. Auf keinen Fall, es ist mir zu peinlich. Aber glaub mir, es ist schlimm. Nun, zumindest können wir neue Fotos machen, wenn wir unsere Lizenzen verlängern. Ja, aber diese Bilder sind immer so peinlich. Ich weiß nie, wie man posiert oder lächelt. Ich versuche nur, seriös und professionell auszusehen. Aber am Ende sehe ich immer aus wie ein Roboter. Haha, ja. Aber hey, zumindest können wir sagen, dass wir verantwortungsbewusste Erwachsene mit gültigen Lizenzen sind. Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht haben wir dieses Mal sogar Glück und machen ein gutes Bild. Ich bezweifle es, aber es ist einen Versuch wert. Lasst uns unsere Lizenzen erneuern und auf das Beste hoffen. Lektion 283, mein Telefon ist völlig kaputt. Anna, mein Handy ist völlig kaputt. Ich glaube, ich habe es zu oft fallen lassen. Oh oh, das ist nicht gut. Wie wirst du ohne dein Handy überleben? Ich weiß nicht, ohne es fühle ich mich verloren. Wie checke ich meine E-Mails, sende Texte oder surfe in sozialen Netzwerken? Haha, bei dir klingt es so, als ob dein Telefon deine Lebensader ist. Das ist es irgendwie. Was soll ich jetzt tun? Nun, Sie könnten versuchen, wichtige Informationen mit Stift und Papier aufzuschreiben. Oder, wissen Sie, benutzen Sie ein Festnetztelefon,
wie sie es früher getan haben. Haha, sehr lustig. Aber im Ernst, ich weiß nicht, wie ich ohne mein Handy überleben soll. Vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie eine Pause von der Technologie einlegen und eine Weile die reale Welt genießen müssen. Du hast recht. Vielleicht ist es an der Zeit, eine technologische Entgiftung durchzuführen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Genau. Gehen wir wandern, picknicken und die einfachen Dinge des Lebens genießen. Okay, du hast mich überzeugt. Aber können wir auf dem Rückweg an einem Münztelefon anhalten, damit ich meine Mutter anrufen kann? Haha, klar, John. Lass uns die Natur für eine Weile ohne unsere Telefone genießen. Lektion 284. Ich komme aus den Vereinigten Staaten. Anna, wusstest du, dass ich aus den Vereinigten Staaten komme? Auf keinen Fall. Ich hatte keine Ahnung. Ja, ich komme aus einer kleinen Stadt in Minnesota. Das ist so cool. Wie ist es dort? Es ist kalt. Echt kalt. Aber die Leute sind freundlich und das Essen ist super. Ich wollte schon immer die Vereinigten Staaten besuchen. Was gefällt dir am Leben dort am besten? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, die Vielfalt. In den Vereinigten Staaten leben so viele verschiedene Kulturen und Menschen aus der ganzen Welt. Das stimmt. Und es gibt so viele berühmte Städte wie New York, Los Angeles und Chicago. Ja, aber es gibt auch viele versteckte Juwelen, von denen viele Menschen nichts wissen. Wie meine Heimatstadt in Minnesota. Nun, das werde ich auf jeden Fall zu meiner Liste der Sehenswürdigkeiten hinzufügen müssen. Und vergiss das Essen nicht. Wir haben alles von Hamburgern und Hotdogs bis hin zu Pizza und Tacos. Jetzt machst du mich hungrig. Haha, das tut mir leid. Aber im Ernst, die Vereinigten Staaten haben für jeden etwas zu bieten. Ich kann es kaum erwarten, eines Tages zu besuchen und alles selbst zu sehen. Du wirst es lieben, Anna. Vergessen Sie nur nicht, einen warmen Mantel mitzubringen, wenn Sie im Winter kommen. Lektion 285. Neue Regierungspolitik. Anna, hast du von der neuen Regierungspolitik gehört, die gerade veröffentlicht wurde? Nein, was ist es? Sie werden anfangen, Menschen, die Lamas als Haustiere besitzen, Steuervergünstigungen zu gewähren. Warte, was? Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Ich weiß, oder? Ich meine, ich liebe Lamas genauso wie jede andere Person, aber warum sollten Leute Steuervergünstigungen bekommen, nur weil sie besitzen? Ja, das ergibt keinen Sinn. Was kommt als nächstes? Steuervergünstigungen für den Besitz von Hauskängurus. Haha, wer weiß? Aber ich muss zugeben, der Gedanke, ein Lama als Haustier zu besitzen, ist jetzt ziemlich verlockend. John, falle nicht darauf rein. Das ist nur ein Trick, um die Leute dazu zu bringen, mehr Lamas zu kaufen. Aber sie sind so süß und flauschig. Und denken Sie an all die Steuervergünstigungen, die wir bekommen könnten. In Ordnung, gut. Wenn du wirklich ein Lama als Haustier haben willst, können wir eins besorgen. Aber du bist dafür verantwortlich, danach aufzuräumen. Deal. Ich kann es kaum erwarten, allen zu sagen, dass wir Lama-Besitzer sind.
Haha, das wird interessant. Aber zumindest werden wir einige Steuervergünstigungen daraus ziehen. Lektion 286 Löwen. Anna, wusstest du, dass Löwen bis zu 20 Stunden am Tag schlafen können? Auf keinen Fall. Das ist verrückt. Ich wünschte, ich könnte so viel schlafen. Ja, aber sie schlafen nur so viel, weil sie ihre Energie für die Jagd sparen. Das stimmt. Löwen sind so wilde Raubtiere. Ich würde mich nicht mit einem anlegen wollen. Ich auch nicht. Aber wussten Sie, dass eine Gruppe von Löwen als Rudel bezeichnet wird? Ja, das wusste ich. Und der männliche Löwe wird der König des Dschungels genannt. Eigentlich ist das ein weit verbreitetes Missverständnis. Löwen leben nicht im Dschungel, sie leben in der Savanne. Oh, wirklich? Ich glaube, ich habe heute etwas Neues gelernt. Und wussten Sie, dass Löwen bis zu 50 Meilen pro Stunde rennen können? Wow, das sind wirklich beeindruckende Tiere. Aber weißt du, was noch beeindruckender ist? Die Tatsache, dass unsere Hauskatze denkt, sie sei ein Löwe. Haha, ich weiß, was du meinst. Meine Katze versucht immer hart und einschüchternd zu wirken. Es ist, als hätten sie keine Ahnung, wie klein sie im Vergleich zu einem echten Löwen sind. Aber wir lieben sie trotzdem, auch wenn sie nur winzige Raubtiere sind. Das stimmt. Gehen wir nach Hause und geben unserem kleinen Löwen ein paar Leckereien. Lektion 287 Vegetarisch. Hey Anna, wusstest du, dass ich beschlossen habe, Vegetarierin zu werden? Auf keinen Fall. Das ist großartig. Was hat dich dazu bewogen, das zu tun? Nun, ich habe viel über die Umweltauswirkungen des Fleischkonsums gelesen und mir wurde klar, dass ich etwas bewirken kann, indem ich Fleisch aus meiner Ernährung weglasse. Das ist ein guter Grund. Und es gibt so viele leckere vegetarische Optionen da draußen. Ja, ich habe schon einige tolle vegetarische Gerichte probiert. Aber ich muss zugeben, ich vermisse den Geschmack eines guten Burgers. Keine Sorge, es gibt einige großartige fleischlose Burger, die genauso gut schmecken wie echte Burger. Wirklich? Ich werde einen probieren müssen. Aber weißt du, was lustig ist? Mein Vater hält mich immer noch für verrückt, weil ich auf Fleisch verzichte. Haha, das ist typisch für manche Leute. Aber solange sie mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, ist das alles, was zählt. Ja, und wer weiß, vielleicht inspiriere ich jemand anderen, auch Vegetarier zu werden. Das ist eine tolle Einstellung, John. Und falls du mal ein paar Rezeptideen brauchst, habe ich jede Menge leckere vegetarische Gerichte, die ich mit dir teilen kann. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, diesen neuen Lebensstil zu erkunden und zu sehen, wohin er mich führt. Ich freue mich auch für dich, John. Lass uns ein paar tolle vegetarische Gerichte finden, die wir gemeinsam probieren können. Lektion 288 Neue Zahlungs-App. Anna, hast du von der neuen Zahlungs-App gehört, die gerade veröffentlicht wurde? Nein, was ist es? Es heißt Pepalooza und ermöglicht es dir, deinen Freunden Geld zu schicken, indem du tanzt. Was? Das ist das Seltsamste, was ich je gehört habe. Ich weiß, oder?
Aber anscheinend verwendet die App den Beschleunigungsmesser Ihres Telefons, um Ihre Tanzbewegungen zu erkennen und sie in Zahlungen umzuwandeln. Das ist lächerlich. Was ist, wenn du ein schrecklicher Tänzer bist? Haha, dann hast du wohl Pech gehabt. Aber denk darüber nach, Anna. Wir könnten als professionelle Tänzer ein ganz neues Unternehmen gründen und dafür bezahlt werden, Leuten Geld zu schicken. Ich weiß nicht, John. Ich glaube nicht, dass meine Tanzbewegungen so viel wert sind. Komm schon, hab etwas Selbstvertrauen. Wir könnten die ersten Millionärstänzer sein. Haha, das bezweifle ich sehr. Aber ich muss zugeben, die Idee, Geld durch Tanzen zu schicken, ist ziemlich lustig. Ja, und stell dir all die lustigen Videos vor, die Leute posten würden, in denen sie tanzen, um Geld zu schicken. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Laden wir die App herunter und schauen, ob wir mit unseren Tanzbewegungen etwas Geld verdienen können. Ja. Ich ziehe meine Tanzschuhe an und mache mich bereit zum Boogie. Und ich werde sicherstellen, dass jede peinliche Bewegung, die Sie machen, aufgezeichnet wird. Haha, bring es, Anna. Tanzen wir uns den Weg zum finanziellen Erfolg. Lektion 289. Gute Leistung in einem Vorstellungsgespräch. Anna, ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch und ich denke, es lief sehr gut. Das sind großartige Neuigkeiten, John. Was haben sie dich gefragt und wie hast du geantwortet? Nun, Sie haben mich nach meinen Stärken und Schwächen gefragt und ich habe Ihnen gesagt, dass meine größte Stärke meine Fähigkeit ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Haha, das ist definitiv eine Stärke. Was sagtest du waren deine Schwächen? Ich sagte, dass meine Schwäche darin besteht, dass ich manchmal etwas zu ehrlich sein kann und dass ich dazu neige, meine Meinung zu sagen, auch wenn es nicht das Passendste ist, was ich sagen sollte. Nun, zumindest bist du dir deiner selbst bewusst. Was haben sie dich noch gefragt? Sie fragten mich, warum ich für das Unternehmen arbeiten möchte, und ich sagte ihnen, dass ich ihre Arbeit wirklich liebe und dass ich denke, dass ich einen wertvollen Beitrag für ihr Team leisten könnte. Das ist eine großartige Antwort, John. Haben sie dir Feedback zu deiner Leistung gegeben? Ja, sie sagten, dass ich sehr selbstbewusst und sympathisch wirkte und dass sie von meinem Sinn für Humor beeindruckt waren. Das ist großartig. Es hört sich an, als ob du das Interview gemeißelt hast. Ich hoffe es. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit und kann es kaum erwarten, von Ihnen zu hören. Nun, ich drücke dir die Daumen, John. Und wenn es nicht klappt, weißt du zumindest, dass du eine Zukunft in der Stand-up-Comedy hast. Haha, danke Anna. Aber ich hoffe, dass ich noch nicht darauf zurückgreifen muss. Lektion 290. Shampoo. Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass auf Shampooflaschen in der Anleitung immer ausspülen und wiederholen steht? Ja, ich habe mich immer gefragt, warum sie das sagen. Müssen wir unsere Haare wirklich zweimal schamponieren? Ich weiß es nicht, aber ich habe immer das Gefühl, in einem endlosen Zyklus von Schamponieren und Spülen festzustecken. Haha, ich weiß, was du meinst. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das Shampoo immer schneller ausgeht als der Conditioner? Ja, ich verstehe es nicht. Die Flaschen haben die gleiche Größe, aber das Shampoo verschwindet immer doppelt so schnell. Vielleicht liegt es daran, dass wir zu viel verwenden.
Oder vielleicht versuchen die Shampoo-Firmen, uns dazu zu bringen, mehr zu kaufen. Das ist eine Verschwörungstheorie, hinter der ich stehen kann. Aber weißt du, was noch seltsamer ist? Die Tatsache, dass einige Shampoos mit Avocado oder Kokosöl hergestellt werden. Ja, die habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mir Essen ins Haar geben will. Haha, ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ein neuer Trend in der Haarpflege. Als nächstes waschen wir uns die Haare mit Grünkohl und Quinoa. Hoffen wir nicht. Aber eines ist sicher, wir werden eine Shampooflasche nie wieder auf die gleiche Weise betrachten. Das ist sicher. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss abspülen und das heute zum 7. Mal wiederholen. Haha, viel Glück damit, John. Vergessen Sie nicht, Wasser zu sparen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal. Und sieh dir mehr Videos von unserem Kanal an.